Warum hast du dich selbstständig gemacht? Was war es, was dich auf diese Reise gebracht hat? Wolltest du Menschen helfen? Hast du die Lösung für ein Problem entdeckt? Was war es? Ich kann fast sicher sagen, dass es eins nicht war. Der Drang nach wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Die meisten, die sich selbstständig machen, gründen aus vielen Überlegungen. Frauen häufig sogar aus der Not heraus. Ich sage nur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Trotz alledem haben wir so eine Idee in uns. So eine Überzeugung, warum wir uns mal kürzer oder länger her auf die Reise gemacht haben. Im Laufe der Zeit, beziehungsweise auch hoffentlich schon am Anfang deiner Überlegungen, stand aber auch der Faktor Euro. Also, dass du mit deinem zukünftigen Unternehmen auch wirklich Geld verdienen möchtest. Jetzt ist das so eine Krux mit Frauen und Unternehmen oder auch Frauen und Selbstständigkeit. Denn der wirklich wirtschaftliche Aspekt steht nicht unbedingt im Vordergrund, sondern was zu wirklich wirtschaftlichen Erfolg führt und warum der auch überhaupt so wahnsinnig wichtig ist, das ist in der ganzen Diskussion, die man so häufig mitbekommt, nicht wirklich vorhanden. Nicht, dass es immer noch so ein bisschen auch was hat von Geld verdienen, aber es scheint auch ein geradezu Mysterium zu sein, mit was man wie zu tun hat, dass man mit seinem eigenen Unternehmen großartigerweise auch viel Geld verdienen kann. Und auf der anderen Seite, warum eigentlich überhaupt auch Geld verdienen, also der wirtschaftliche Erfolg auch so relevant ist. Und neben diesem ganzen Chaos gibt es dann noch so eine andere Seite. Das ist die andere Seite, in der man mit 7 Schritten, über Nacht oder ähnlichem angeblich zum wirtschaftlichen Erfolg kommt. So, wenn ihr jetzt hinter mich guckt, dann steht da etwas. Und nein, wir sind immer noch richtig. Wir sind noch nicht bei der Mathe-Nachhilfe gelandet. Aber das, was da hinter mir steht, ja, das ist eine Formel für wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens. Ja, bist in guten Händen. Ich bin Mathematikerin. Heute eine Verhaltensmathematikerin. Deswegen sieht das Ganze auch oder ist nachher auch im Detail sehr viel komplexer als auf den ersten Blick. Aber es gibt sie. Es gibt sie also wirklich. Es gibt die Formel, an die du dich halten kannst für wirtschaftlichen Erfolg. Da gibt es aber auch noch eine zweite Zeile mit einem dicken, fetten Minus davor. Und auch diese Seite der Gleichung dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir machen uns auf eine gemeinsame Reise und wir gucken uns an, was dich und dein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich macht. Und wir gucken uns auch an, was dich hindert. Und am Ende kannst du dann für dich ganz pragmatisch, praktisch entscheiden, wo dein größter Hebel ist. Das ist ein Teil der oberen Formel. Und welche Hürden, Puzzlesteine und Co. du aus dem Weg räumen musst, damit du dein großartiges Unternehmen auf diese Ebene aufbauen kannst, wie du es wirklich möchtest. Zu deiner, im ersten Schritt, wirtschaftlichen Tragfähigkeit und im zweiten Schritt zu dem, was wir immer unter wirtschaftlicher und finanzieller Unabhängigkeit verstehen. Zu dem Moment, wo du entscheiden kannst, dass du wirklich ohne den Druck im Nacken, ich muss jetzt die nächsten 2 Euro Umsatz machen. Fangen wir an. Fangen wir an mit BS Euro. BS steht für Business Success. Sonst wären wir irgendwann im Chaos gelandet. Und Business Success hat viele Aspekte. Erfolg hat wie immer viele Aspekte. Aber jetzt geht es mal voller Fokus an um den Euro-Aspekt. Also den wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt wird es wirklich ein wenig mathematisch, denn wir fangen an, eine Funktion aufzubauen. Jede einzelne Komponente ist eine Funktion an sich.
Ich sagte ja, es gibt nicht die Lösung 7 Schritte und reich über Nacht. Das ist die Komplexität in der Umsetzung. Das in Mitte in der Kringelding da, es ist nicht, dass ich nicht wusste, wie man einen Malpunkt malt. Nein, das steht mathematisch für eine sogenannte verknüpfte Funktion. Funktionen zu verknüpfen bedeutet, dass Dinge ineinander greifen. Puzzlesteine, Funktionen ineinander greifen. Mehr als nur mit einfacher Multiplikation, Subtraktion oder Addition. Daher dieser Kringel, also eine verknüpfte Funktion. Dann haben wir eine große Klammer außen drum. Das ist das, wenn wir das machen, dann bedeutet das, das wirkt auf alles und ist für alles relevant. So, das ist der Grundaufbau für deine Formel, für deinen wirtschaftlichen Erfolg deines Unternehmens. Also um den Euro. Und wenn wir jetzt vorne an der Formel anfangen, dann kommen wir als allererstes zu R. R ist die Reihenfolge, in der man Dinge tut. Und wenn ich eins in den letzten 10 Jahren gesehen habe, dann, dass Menschen beim Aufbau von Unternehmen auf kreative Ideen kommen, was die Reihenfolge angeht von Dingen. Da wird zum Beispiel gern mal als allererstes der Steuerberater gesucht oder das Logo in Auftrag gegeben. Das ist auch eine Reihenfolge, nur keine sinnvolle. Denn was willst du mit einem Steuerberater, wenn du keine Umsätze hast, außer Geld auszugeben? Was willst du mit einem Logo, das irgendwie schick ist oder der wahnsinnig tollen Homepage, die dich ein paar tausend Euro gekostet hat, obwohl du noch gar nicht weißt, was du wirklich anbietest? Beziehungsweise, und da sind wir auch schon beim zweiten Teil, für wen, um Gottes Willen? Wenn es um Reihenfolge geht, dann kann ich ganz viel hintereinander tun und ganz viel falsch machen. Nehmt, wenn es nur eins ist, was du heute vom FEM-Kongress mitnimmst mit mir, dann ist es, am Anfang steht immer eins. Für wen willst du arbeiten? Wer hat das Problem, für das du eine Lösung hast? Bevor du diese Frage nicht beantworten kannst, wer dein Kunde ist, keine Chance, dass du wirtschaftlich wirklich erfolgreich wirst. Denn, folge mir kurz auf einen Gedankengang. Du willst Menschen helfen. Wann hast du Wirkung? Du kannst großartige Blogs aufbauen, Sichtbarkeit, alles Mögliche. Aber wenn der Mensch zu dir kommt, dein Produkt gekauft hat, deine Dienstleistung, dann hast du ihm wirklich geholfen. Und was hat er dann getan? Geld ausgegeben. Das heißt, Umsatz ist eine sehr aussagekräftige Größe darüber, wie viele Menschen du wirklich hilfst. Also, unsere ersten Überlegungen heute sind Reihenfolge. Am Anfang steht, wer ist mein Kunde? Wessen Problem löse ich denn da? Was braucht der auch? Danach kann ich alles Weitere angehen. Danach kann ich mir Gedanken machen, um was es wirklich geht. Und deswegen ist der zweite Schritt hier, die Verkettung des Kundenfokus, so kampfentscheidend. Wenn du dich auf irgendetwas fokussierst, von mir aus nenn es den Markt, die Branche, deine Mitbewerber, deine Kollegen, dich selbst, dann tust du eins sicherlich nicht, nämlich dich auf den Kunden, deinen zukünftigen Kunden zu fokussieren. Das heißt, du musst ganz viel über den herausfinden und dich wirklich darauf ausrichten. Wirklich. Wirtschaftlicher Erfolg hat viel damit zu tun, dass du nicht um dich selbst kreist, da sind wir schon bei der unteren Formel ein bisschen, sondern du es für die anderen tust. Kundenfokus. Wenn du nicht weißt, was du tust, dann tu dem Kunden was Gutes. Hilf ihm. A, wirklich, und B, dass er Kunde überhaupt bei dir werden darf. Da sind wir schon bei WK. Der Wert des Kunden muss im Vordergrund stehen. Über die letzten 10 Jahre habe ich viele Menschen kommen und gehen sehen, die sich Kollegen nannten, aber auch bei den ziemlich vielen Menschen, die ich betreut habe. Am Ende des Tages gibt der Kunde Geld aus für einen Gegenwert. Deswegen muss der Preis auch immer unter dem Wert liegen.
Nur, was ist überhaupt so der Wert für den Kunden? Was definiert den Wert für den Kunden? Nicht, was definiert der Wert sich für dich? Du wirst deinem Kunden bitte um Gottes Willen schon mindestens 1 bis besser 20 Schritte voraus sein. Das heißt, der Wert, den du in deiner Arbeit siehst, wird ein ganz anderer sein. Aber für was ist der Kunde bereit, Geld auszugeben? Und nein, kommt mir jetzt bitte nicht, denk jetzt nicht an Nutzen. Möchtest du vom Kunden nützlich genannt werden? Denk, wenn du an Kunden denkst, immer in Beziehung. Und stell dir vor, dein Schatz würde dir kommen und sagen, ach Schatz, heute warst du aber wieder nützlich. Ernsthaft? Kinder, das ist so ziemlich das schlimmste Kompliment, was mir jemand machen kann. Heute war ich wieder nützlich. Was kommt als nächstes? Trotz alledem argumentieren wir da draußen immer noch ganz viel auf Nutzen. Nein. Der Kunde zahlt für einen Wert. Er zahlt für ein Ergebnis, er zahlt für eine Lösung. Diesen Wert bestimmt er. Und dieser Wert kann völlig abstrus sein. Wenn euch Autos nicht wichtig sind, dann wird es euch irritieren, dass jemand 100.000 Euro für ein Auto ausgibt. Wenn dir persönlich Weiterentwicklung wichtig ist, dann wird vielleicht der Rest der Welt denken, warum gibt die dafür so viele 1.000 Euro aus? Das Wichtige ist nicht, was du Wert zuweist, sondern was weist dein Kunde an Wert zu? Ist es, dass du ihm Zeit sparst? Ist es, dass du ihm Geld bringst? Ja, also Geld, so wie bei mir. Die Menschen, die zu mir kommen, investieren Geld in sich selbst, um das als Return on Investment in ihrem Unternehmen zu sehen. Ist es, dass sie etwas lernen wollen? Ist es, dass sie Inspiration haben wollen? Ist es was ganz pragmatisch Praktisches? Der tolle Körper, die Gewichtsabnahme, das neue Leben? Was ist es? Und welchen Wert weisen die zu? Das kann sehr unterschiedlich sein, denn je nach Kunde, ne, der Automensch wird halt leider den Persönlichkeitsentwickler nicht unbedingt verstehen. Also, deswegen steht da nicht ein einfaches W, sondern der Wert des Kunden. Und jetzt kommen wir da hinten zum V. Ich bin eine Verhaltensmathematikerin. Okay. Meine Kunden nennen mich auch einen professionellen Freak, ein Superbrain oder eine Business-Therapeutin. Und was ich ja am großartigsten finde, das, was ihr übrigens gerade tut. Du tust es, Lampeln. Ja, kein Witz, sie haben mich zum Verb gemacht. Und das war die Robbe. Langsam fängt schon an, der Freak in mir kommt durch. Ich kann mich immer nur begrenzt zusammenreißen. V. V für Verhalten. Im Englischen gibt es so schöne Sachen wie walk your talk. Es gibt so Sachen wie, naja, tun ist besser als sagen. Gibt es bei uns auch, ne? Verhalten steht für A, wirklich Umsetzung, aber auch B, wirklich dein Verhalten mit dir selbst und mit dem Kunden. Also all das, was unter Tun fällt. Das heißt, Verhalten, wie verhältst du dich dir selbst gegenüber? Kümmerst du dich gut genug um dich, dass dein Unternehmen auch wirklich zur Größe erblühen kann? Kümmerst du dich wirklich verhaltenmäßig? Sagst du nur etwas und lieferst es dann nicht? Wie sieht es also mit dem Verhalten aus? Wie verhältst du dich dir selbst gegenüber und deinem Kunden? Verhalten ist das, was langfristig zählt. Du kannst nicht und du willst bestimmt auch, ich meine, heute am Markt sein ist schön. In 10 Jahren ist noch viel cooler. Da kommst du nicht mit Lippenbekenntnissen hin und mit nur Laberbackenstatus. Gelebtes Verhalten ist das, was zählt. Und das ist auch für dich wichtig. Es ist nicht die Story immer, die wir uns im Kopf erzählen. Da kommen wir aus dem zweiten Teil gleich. Verhalten ist das, was zählt. Verhalten, darum geht es. Dich selbst und das mit den Kunden. Und jetzt kommen wir zur großen Klammer. Und da steht ein SM. Nein, keine Panik, keine falschen Assoziationen. Wobei, ein bisschen. Denn es ist der dreckige Teil meines Jobs. Es ist Sales und es ist Marketing. Du kannst das da unten alles tun. Wenn keiner weiß, dass du es tust, du nicht weißt, wie du einen Unbekannten zum Interessenten, zum Kunden machst und das reproduzierbar, dann wirst du hier
nie landen. Sorry also mit Kunden magisch anziehen. Wenn du wirklich Schritt 1 wirtschaftliche Tragfähigkeit, Schritt 2 finanzielle Unabhängigkeit, dann kommst du um Sales und Marketing nicht drum herum. Gutes Sales und Marketing ist für den Kunden, ist nicht Verkaufspsychologie, sondern Kundenpsychologie. Es ist Inspiration und Begeisterung. Es ist das, was dich alles ausmacht, das, was du kannst, jemandem hilft. In einem Produkt, in einer Dienstleistung, in einer Größe, dein Impact. Nur wenn keiner davon weiß. Deswegen Sales und Marketing. Das, was alles hebelt. Also, um deinen wirtschaftlichen Euro-Business-Erfolg zu haben, brauchen wir all das. Die richtige Reihenfolge, einen harten Kundenfokus, den Wert des Kunden immer im Blick, dein Verhalten zählt und das Ganze immer unter Sales- und Marketing-Aspekten. Und da sind wir nochmal bei dieser Reihenfolge. Es hilft dir nichts, die tolle Website, wenn du nicht weißt, wie es im Sales-Prozess geht oder wo dein Kunde so rumhängt. Deswegen steht die Reihenfolge auch hier am Anfang und nicht am Ende. So, jetzt ist es aber, wären wir fast am Ende. Wären wir in Reich über Nacht, Bullshit-Bingo-Modus. Bullshit-Bingo-Modus. Denn in meiner Welt gibt es immer eine andere Seite. Eine Seite, die in uns innen drin unter Selbstsabotage und Co. läuft. Und du kannst kein Unternehmen zu wirtschaftlicher Größe arbeiten, wenn du nicht weißt, was die Hauptfaktoren sind, die sich ganz böse negativ auf deinen Kontostand auswirken. Und zwar wirklich auf deinen Kontostand. Ja, bis hin auf deine Gesundheit und alles andere. Und ganz wunderbare Kolleginnen hier drin im FEM-Kongress können dir da an vielen Stellen sehr, sehr gut weiterhelfen. Aber die Hauptfaktoren musst du wissen. Und auch da, hier vorne, steht ein E. Was ist dein Ego? Es macht einen Unterschied, ob ich selbstständig bin, selbst und ständig, oder Unternehmerin bin. Selbst und ständig, da ist kein Kundenfokus. Das ist das hier. Ich hab was und ich bin toll und deswegen müsst ihr Kunde werden. Dein Ego wird dir langfristig, kurzfristig und wo auch immer gnadenlos im Weg stehen. Also, es geht nicht darum, das Ego in die Tonne zu kloppen, aber es geht darum zu verstehen, wann ich für was es wo einzusetzen habe. Ego, inneres Vertrauen, Selbstempathie brauche ich. Die Ego-Nummer, weil ich so geil bin, musst du Kunde werden. Sorry, da steht keiner wirklich drauf. EXP. Frauen haben eine Tendenz, die mich Gott sei Dank noch keine grauen Haare gekostet hat, aber irgendwann wird es soweit sein. Tage, Monate, Jahre lang an ihrem Expertenstatus zu schrauben. Immer weiter in den eigenen Expertenstatus zu investieren mit der 23.000. Fortbildung, anstatt in das, was für wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens wirklich wichtig ist, ins Unternehmen und in die unternehmerische Kompetenz zu investieren. Ja, natürlich ist die Fachfortbildung einmal im Jahr wichtig. Aber ernsthaft, entweder kannst du deinen Job oder du kannst deinen Job nicht. Die Kohle und die Zeit, die man ständig... Nein. Das ist einer der Hauptgründe, warum Frauen kein wirtschaftlich tragfähiges Unternehmen nur hinbekommen. Weil das, was an Investitionskapital da ist, in den Expertenstatus reinläuft, anstatt da, wo es wirklich hingehört. Zum nächsten, G. G hat ganz viel mit E zu tun. Nur ein bisschen anders. G ist Gehirn. Und wir kommen zu einer meiner neben der Robbe Lieblings-Yoga-Übungen. Wir strecken den Arm aus, knicken die Hand ein, strecken den Zeigefinger aus und fahren langsam hier nach oben hin. Der Feind ist das Ding zwischen meinen Ohren. Gehirn steht auf Status Quo. Gehirn hat kein unbedingtes Interesse daran, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen. Nee, Status Quo und Sicherheit, das ist das Hauptding, was das Gehirn oben veranstaltet. Zusammen mit Ego-Kraulen
gibt es das reinste Desaster. Also, Selbstsabotage hat wirklich viel auch mit Gehirnfunktionen zu tun. Und wenn ich nicht weiß, was das Ding da oben, we are our brains, es ist so, dann weiß ich nicht so genau, mit was ich mir im Weg stehe. Und das Spannende ist, wenn ich das aber mal weiß, dann wird G aus der Negativformel einer der härtesten Faktoren hier oben drin auch. Denn diese Formel, das ist der Vorteil von mathematischen Formeln und nicht dem 7-Schritte-Programm. Mathematische Formeln können sich entwickeln und man kann sie anders zusammensetzen. Und ich kann G, wenn ich es mal richtig genutzt habe und weiß, wie diese ganzen psychologischen Prozesse, insbesondere verhaltenspsychologische, ablaufen, bei mir und bei anderen, dann wird Gehirn zu einem wahnsinnigen Hebel und nicht mehr der Feind in meinem eigenen Hirn, Kopf, Bett oder so ähnlich war doch das mit dem Film. Und dann haben wir noch MDD. MDD, das ist auch wieder so ähnlich. Immer wohl, wenn bei mir ein M drin vorkommt, wird es ein bisschen dreckiger. MDD ist mangelnde Disziplin und mangelndes Durchhaltevermögen. Sorry. Nein, ein Unternehmen baut sich nicht über Nacht auf. Und manchmal findest du alles zum Kotzen. Glaub mir, ich habe jetzt über 10 Jahre hinter mir. Mit eigenen Unternehmen. Nicht nur mit einem, sondern mit über 10 Stück. Insgesamt 11 habe ich gegründet. Nicht jedes erfolgreich. Oh nein. Ich habe mir mein Fuck-Up-T-Shirt verdient. Und ordentlich 6-stellig versenkt. Ich habe auch andere Seiten gesehen und bin auch scheinbar immer noch hier. Aber mangelnde Disziplin und mangelndes Durchhaltevermögen, nicht langfristig zu denken, sondern immer nur kurzfristig. Ich nenne es immer liebevoll das kleine Elster-Syndrom. Elstern stehen auf Objekte, die schön glitzern. Und so machen wir das heute auch. Egal, ob unser Gehirn uns das, also wir uns selbst erzählen, dass das nächste glitzernde Objekt ist, oder ob jemand anders uns erzählt, dass das nächste glitzernde Objekt ist. Finanzielle Unabhängigkeit hat immer was mit Langfristigkeit zu tun. Wirtschaftliche Tragfähigkeit geht schnell und kurzfristig, aber danach muss es weitergehen. Die Welt geht auch morgen noch weiter und ist auch noch in 10 und 20 Jahren da. Unser Gehirn kann das nicht, es kann nicht in diesen Momenten, in dieser Langfristigkeit denken. Daher ist genau das, wo Disziplin erfordert ist. Es braucht Planung, es braucht Struktur und irgendwann braucht es auch das, wofür ich stehe, Strategie. Ohne die habe ich keinen langfristigen Erfolg und komme auch nicht aus dem einen Desaster wieder raus oder sonst irgendwas. Wirtschaftlicher Erfolg, also BS Euro, Business Success in Euro, ist machbar. Es sind einige Punkte, die ich einzuhalten habe. Und wenn du jetzt dir denkst, boah, es war ganz schön viel, dann nimm eins mit. Kundenfokus und find zuerst heraus, wessen Problem du löst. Arbeite an deinen Sales- und Marketingfähigkeiten und leg dir lieber früher als später eine gute Strategie zu, um alle anderen Maßnahmen daraus ableiten zu können. Arbeite an dir innen drin. Du kannst keine Sichtbarkeit, keine Reichweite, keine Aufmerksamkeit und nicht Hunderte und Tausende Kunden betreuen, wenn du nicht mit dir innen drin gearbeitet hast. Es gibt keine größere Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmensentwicklung. Aber es ist machbar und es macht einen Heiden viel Spaß. Und weil ich jetzt schon ganz extra stolz auf dich bin, mache ich noch einmal für dich und mit dir die Robbe. Wir freuen uns, denn du hast mehr als nur den ersten Schritt gemacht. Und das Schöne ist an Unternehmensentwicklung, das ist nicht linear. Ich kann wieder zurück und vor und hoch und runter. Und das ist auch das Schöne an Formeln. Formeln sind Abbilder eines Modells, das du und wir zum Leben erwecken können. Denn dann sind wir Wirtschaft. In diesem Sinne, mein Name ist Barbara Lampel von Empathic Business. Deine Verhaltensmathematikerin und dein professioneller Freak.